Hallo, hier sind wieder die Matrixer mit Shiva und Jonathan. heute machen wir einige Fragen zum letzten Video, 3 Wege raus aus der Matrix. Da kamen so etwa um die 20 Fragen zusammen und die werden wir heute mal beantworten, würde ich sagen, oder? Ja, ganz genau. Dann fangen wir doch mal an. Genau. Also, die erste Frage dreht sich um den Kokon und da wurde gefragt, in dem Kokon sitzt dann sozusagen das wahre Selbst? Gute Frage. Also, als ich das Erlebnis in dem Kokon hatte, würde ich sagen, habe ich mich da in einem anderen Bewusstseinszustand gefühlt, das schon, aber ob ich das wahre Selbst gewesen bin, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also vielleicht teilweise, aber so gänzlich glaube ich nicht. Dann kommt jetzt die zweite Frage. Und zwar ist die, wenn man aus dem Kokon kommt, ist man dann also die Gesamtheit des Selbst? Da würde ich schon sagen, ja. Ja, würde ich auch sagen. Das auf jeden Fall. Spätestens dann, ja. Wissen tun wir es, wenn wir es dann gemacht haben. Die dritte Frage. Und kann dann sozusagen im freien Universum sich inkarnieren, wo man möchte, natürlich auf keinem Gefängnisplaneten, weil dann wäre man wieder an den Reinkarnationskreislauf gebunden. So ist es, ja. Also im freien Universum kann man sich überall inkarnieren, wo man möchte. Oder auch gar nicht. Oder auch gar nicht, korrekt, ja. Und zusätzlich noch ohne Amnesie. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil dann erinnert man sich, wie man sich inkarniert hat und weiß auch wieder, wie man rauskommt aus der Inkarnation. Und die Inkarnation an sich ist auch wesentlich kürzer dann. Man bleibt also nicht irgendwie 80 Jahre im gleichen Körper im freien Universum. Also das macht man da eigentlich nicht so, würde ich sagen. Da geht man dann dahin, hierhin und kann überall einfach mal in irgendeinen Körper springen, irgendeinen Alienkörper, Menschenkörper, Tierkörper oder sogar in Pflanzen. Ja. Und du bist da ja auch wieder Schöpfer, das heißt, du kannst dir auch Körper erschaffen, Universen erschaffen, Galaxien erschaffen, eben erschaffen. Du bist eben wieder Schöpfer, du bist frei. Genau. Das ist ja das, was das freie Universum auch impliziert, der Begriff freies Universum. Da ist alles möglich. Genau. Also einfach alles. Ihr könnt euch verfünffachen, verzehnfachen, ihr könnt euch ein eigenes Raumschiff basteln oder was auch immer. So, die nächste Frage. Oder kann man diesem Gefängnis dann entkommen und sich wieder auf der Erde inkarnieren, in was man will, also bewusst und den anderen Menschen eventuell helfen? Also man kann sich zumindest, wie einige Medien es tun, an sich andocken lassen, so wie dieser Seth halt zum Beispiel oder so. Die sind halt nicht in der Matrix, aber ich glaube nicht, dass man hier nochmal freiwillig inkarniert, oder? Weil man dann wieder Gefahr läuft, reinzufallen. Ja, also wenn man, sagen wir mal, im Gefängnis sitzen musste für 10 Jahre und wird dann endlich entlassen, da ist es dann die Frage, ob du dann zwischendurch nochmal zu Besuch wieder dahin möchtest, ne, ins Gefängnis. Also ich glaube, das machen die wenigsten. Und man muss natürlich auch bedenken, dass vielleicht die Gefahr besteht, dass man wieder eingefangen wird. Ne? Genau, dass man sich verführen lässt. Ja. Die nächste Frage. Und wenn man dann ein Portal, Schlupfloch genommen hat, dann kommt die ganze Erinnerung zurück? Ja, davon gehen wir aus, ne? Würdest du auch sagen. Also da kommt die Erinnerung wieder zurück. Vielleicht nicht in einem Batzen, aber doch innerhalb eines kurzen Prozesses kommt die Erinnerung zurück. Darum, wenn man durch das Schlupfloch gekommen ist, sollte man sich erstmal an einen ruhigen Ort zurückziehen und erstmal alles rekapitulieren und wieder erinnern, bevor man da gleich in die Vollen geht im freien Universum. Genau.
Die nächste Frage, Shiva. Also ist man dann auch die Ganzheit oder die Gesamtheit des Selbstes, dann wacht man sozusagen auch im Ei oder im Kokon auf. Erstmal, wenn man durchs Schlupfloch geht, oder? Nico, das nächste Mal die Fragen bitte gescheiter stellen. Danke. Wie war das jetzt? Also ist man dann auch die Gesamtheit des Selbstes, dann wacht man sozusagen auch im Kokon auf, erstmal, wenn man durchs Schlupfloch geht, oder? Nein. Da ist ja alles durcheinander geworfen. Es gibt 3 Wege aus der Matrix zu kommen. Ja. Ne? Und da wird das Kokon mit Schlupfloch durcheinander gewirbelt und so ist das nicht. Also es gibt 3 Wege aus der Matrix, entweder durch Schlupfloch oder über das Ei raus oder halt über den Aufstieg raus. Ja. Aber in jedem Fall bist du danach dann die Gesamtheit des Selbstes. Ja, egal wie es ausgeht, letztendlich ist man wieder in seiner Ganzheit. So, die nächste Frage. Wie ist da die Welt? Ist die Welt womöglich schon technologischer oder eventuell auch wie im Film Matrix Roboter an der Macht? Ja. Also das freie Universum ist gigantisch. Also, da ist alles enthalten. Da ist alles möglich. Da gibt es Planeten, die sind total rückständig, die laufen nur mit Keulen durch die Gegend. Dann gibt es bestimmt Quadranten, die nur aus KI bestehen, würde ich sagen. Ja, dann gibt es Quadranten so, ja, die alles künstliche Intelligenz haben oder Roboter oder riesige Raumschiffe. Also da ist eigentlich alles möglich, was man sich vorstellen kann. Also in allen Arten und Variationen. Es gibt auch spirituelle Planeten sicherlich, wo eben man von der Technik sich distanziert und sich nur um die Spiritualität kümmert. Oder es gibt auch Planeten, das ist genau andersrum. Also in jedem Fall gibt es die KI da oder KI-Aliens, die habe ich letztens gesehen, auf gigantischen KI-Raumschiffen oder was auch immer. Es war schon, ich würde es gruselig nennen. Ja, ist schon gruselig, ja, teilweise. Die nächste Frage. Kann man dann Geistwesen sein oder inkarnieren auf irgendeinem Planeten als physische Materie? Ja, im freien Universum kannst du alles sein. Ja, freies Universum. Da hat man absolute Freiheit. Und die absolute Macht und die absolute Verantwortung. Ja. Man erinnere sich an Star Trek, den Q. genau. Der Q bei Star Trek ist ein sehr gutes Beispiel, was eigentlich im freien Universum möglich ist. Ja. Der gute Q. So, nächste. Herrscht da draußen ein Krieg womöglich zwischen verschiedenen Galaxien? Ja, angeblich schon, aber ja, sie spielen halt Krieg, ne? Ja, also da ist richtig, da bekämpfen sie sich auch. Man muss nur an Star Wars denken, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Da wird gekämpft gegen Roboter und, oder untereinander, dass sich die Parteien untereinander bekriegen und so. Also das auf jeden Fall, ja. Und das freie Universum wurde ja in dem Sinne auch erdacht, ist in dem Sinne auch eine Art Matrix, nur eben eine freie Matrix, oder? Ja. Fertig. Ja. Alles wurde erschaffen von uns. Also, wie gesagt, es existiert nichts außer Liebe und danach wurde alles erschaffen. Also auch das freie Universum. Ja, könnte man so sagen, ja. Kann man alles machen im freien Universum oder gibt es da Richter? Ja, ich habe mal gehört, dass es da auch sowas wie eine Ordnung gibt. Schon so eine Art Ordnung, die dann auch irgendwo aufpasst. Also sie verurteilen dich nicht zu Gefängnis oder so, aber sie achten schon irgendwie aufs Gleichgewicht. Genau, sowas. Wissen tun wir es nicht, aber vom Hörensagen. Naja, also es gibt da schon gewisse Regeln, so wie Verkehrsregeln. Genau, du darfst nicht einfach, wenn du gerade aus der Erde rauskommst, direkt Schöpfergott spielen und Galaxien erschaffen, denn im freien Universum bist du für alles, was du tust, voll verantwortlich. Und das heißt, wenn du da mal eine Galaxie erschaffst und da irgendwas falsch machst und da alles implodiert oder sonst was, das heißt, nicht jeder darf da sofort alles machen. Da ist dann wirklich tatsächlich möglich, sich noch zu entwickeln. Also da fängt die Entwicklung praktisch erst an. Genau. Warum sollte man ins freie Universum wollen? Ja, ich glaube, die Frage kann sich jeder selber beantworten, warum man das will oder eben nicht.
Für mich, weil wir frei sind dann und alles machen können. Dann ist man frei, die Amnesie ist weg, man erinnert sich an alles, was man jemals gemacht hat in all sein Leben und auch in der Zeit, bevor man in die Matrix hineingegangen ist. Ist ja nicht so, dass wir erst geboren wurden, als wir in die Matrix gingen oder so, sondern wir haben ja auch schon immer existiert seit Milliarden Jahren und dann kommen die Erinnerungen ja auch alle wieder, wenn man die Amnesie los wird und da findet man wieder zu seiner Ganzheit, zu seinem wahren Selbst. Und das, was wir hier im Alltag sind, ist ja nicht das wahre Selbst. Wir haben einen anderen Namen bekommen, wir haben einen Ausweis bekommen mit Foto und Aussehen, das wir alles gar nicht sind. Ja. Und das Alltag selbst, das wir hier sind, ist ja auch nur so eine Art Scheinidentität, ne, damit wir hier unten rumlaufen können. Und viele haben sich ja so sehr mit ihrer Scheinidentität identifiziert, dass sie überhaupt nichts mehr wissen, dass sie sich in einer Matrix befinden, dass es die Ganzheit des Selbst gibt und sowas, das wissen die ja alles gar nicht. Die haben ja alle keine Ahnung, oder? Nee, aber sie wollen das auch so. Also die höheren Selbste sind schon hier, weil sie das auch so erfahren wollen. Sie wollen sich ja identifizieren und das spielen und erfahren. Also für die, die das mögen, ohne Amnesie rumlaufen, klar. Nächste Frage. Also das Ziel ist, ins freie Universum zu gelangen. Ein paar Fragen dazu. Wenn die Lichtwächter der Matrix uns mit aller Macht überzeugen wollen, in die Lichtfalle zu gehen, um wieder inkarniert zu werden, warum ist das dann genau schlecht? Ja, schlecht ist das nicht. Ist es aber auch nicht gut. Es ist eben, wie es ist, würde ich sagen. Jeder eben, wie er mag. Ja, ganz genau. Und eine andere Frage, warum ist das freie Universum besser als die Matrix? Das sagt auch keiner. Für die einen ist das besser, für die anderen ist das besser. Jedem, wie er mag. Ja, wer darauf steht, nur einen Körper zu haben, mit dem man nicht viel tun kann, weder fliegen noch sonst irgendwas oder auch Amnesie gerne mag, der kann ja weiterhin in der Matrix bleiben. Also es ist ja für jeden halt die freie Entscheidung, was er nach dem Tod macht. Beziehungsweise was er im Laufe seines Lebens macht. Der Vorteil bei der Matrix eben, du kannst alles neu entdecken und erfahren, was natürlich nicht möglich wäre, wenn du allwissend wärst. Wenn du allwissend bist, kannst du natürlich Schöpfergott spielen. Also in dem Sinne ist man allwissend über sich selbst zumindest. Warum wurde die Matrix überhaupt geschaffen, wenn wir vorher schon im freien Universum waren, um zu üben, damit wir besser im freien Universum sind? Naja, das ganz sicher, um zu erfahren. Da würde ich nochmal das Video Die Lichtfalle anschauen und das Video Das Miniaturuniversum und da bekommt man dann auch ein Bild davon, warum die Matrix überhaupt erschaffen worden ist, oder? Also wir waren ja alle beteiligt zumindest an der großen Matrix zum Multiversum, das zu erschaffen. Ja, aber nicht an der normalen Erdmatrix. Nee, das nicht. Ja. Und genau, angeblich wollten wir uns halt erfahren. Und was daraus geworden ist, naja. Und wenn wir aus einer Urquelle entstanden sind, die sich gespalten hat und das passierte im freien Universum, dann kann man ja trotzdem wieder dieselben Fragen stellen, wie wer hat die Urquelle erschaffen und so weiter. Also die Urquelle hat uns nicht erschaffen, die hat sich nicht gespalten, sondern sie hat halt uns ausgesandt, die Seelen, also höheren Selbste. Ja, die Urquelle, ja, die ist ja nicht erschaffen worden, so würde ich das nicht sagen. Also die hat ja auch immer existiert. Die war immer da. So wie die wahren Selbste auch. Erschaffen worden ist ja nur dieser Körper hier, diese Persönlichkeit, die sich Jonathan nennt, alles, was um euch herum seht. Also man kann das eigentlich ziemlich leicht unterscheiden. Alles, was vergänglich ist, ist erschaffen. Genau. Alles, was man aufbauen kann und irgendwann wieder kaputt gehen wird. Ob in einem Jahr oder in 2 Milliarden Jahren, das ist egal. Ne? Aber was kaputt gehen kann oder irgendwie sich auflösen kann oder defekt gehen kann oder so, ist erschaffen. Und die wahren Selbste, die können ja sich nicht auflösen. Die waren ja schon immer da. Und so ist das auch mit der Urquelle, die war schon immer da. Und klar, was ist hinter der Urquelle? Die Frage stellen wir uns natürlich auch, logisch. Ich habe da mal Fluktuationen gesehen und Blitze und geometrische Formen und irgendwas Künstliches, aber naja,
Wer weiß das schon wirklich? Ja. Erstmal müssen wir zum eigenen wahren Selbst kommen und dann können wir irgendwann mal gucken gehen. Mhm. Ein Schritt nach dem anderen, würde ich sagen. Aber naja, wir vermuten, da ist irgendwas, aber man kann es nicht wissen. Noch nicht. Noch nicht. Ja, woher wisst ihr so viel über das freie Universum? Kann man zwischen Matrix und freiem Universum pendeln? Ja, im Bewusstsein geht es. Also mit Bewusstseinsreisen kann man es schon. Und ja, da kann man die Dinge eben sehen, im Bewusstsein. Ist aber hier eben leider doch noch irgendwie an den Körper gebunden und kann halt nicht wegfliegen. Nein, man projiziert nur einen Teil von sich eben zu dem anderen Ort. Genau. So ähnlich wie Remote Viewing, nur halt dann mit Bildern und Emotionen. Ja. Nächste Frage. Was passiert, wenn man im freien Universum stirbt? Kann man da überhaupt sterben? Ja, man kann sterben, aber man stirbt ja nicht wirklich, ne? Also es kann nur der Körper sterben, den man übernommen hat. Aber das wahre Selbst, die Seele, kann ja nicht sterben. Das ist unmöglich. Ja. Also da kann man schon sagen, dass da alles ganz anders ist. Das kann man irgendwie gar nicht so mit hier vergleichen, würde ich sagen. Wenn du da stirbst, dann wechselst du ohne Amnesie einfach praktisch in den nächsten Körper. Dann hast du da was durchgespielt und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich mal dahin. Ja. So kann man sich das eher vorstellen. Man kann auch im freien Universum irgendeine Form annehmen und die ist dann auch unzerstörbar. Ja. Also so wie der Q in Enterprise. Ne? Den kann man ja auch nicht töten oder erschießen oder so. Ne? Das geht halt nicht. Außer er macht sich sterblich und stirbt dann. Okay, aber selbst dann. Ne? Ja. Wenn die Matrix ein verkleinertes Hologramm des echten Universums ist, wie kann man dann im echten Universum mit schwarzen Löchern rum? Fressen die das nicht irgendwann auf? Also wir vermuten ja eher, dass schwarze Löcher Portale sind, oder? Aber wissen tun wir das natürlich nicht. Wir waren jetzt noch nicht da so drin. Ja, das ganze Universum, beziehungsweise die ganze Milchstraße beispielsweise, in der Mitte der Milchstraße soll sich ja auch ein schwarzes Loch befinden. Und darum ist das da auch so hell in der Mitte, weil da die ganzen Sonnen explodieren. Was sollte ich jetzt konkret tun? So wie ich das sehe, ich muss erstens meinen Bewusstseinszustand bis Level 9 bringen, dann zweitens Freunde, Familie und Menschen, die ich mag, zu Level 9 bringen. Nein. Nur dich selbst. Nur dich selbst. Und dann mit denen zusammen ins freie Universum. Nein, nur du. Du kannst nicht für andere entscheiden und das wird auch niemals funktionieren. Das müssen sie alle selber entscheiden. Ja, das ist wichtig. Also klar, es gibt viele Menschen, die denken sich, ich wäre gerne im freien Universum, aber was ist dann mit meinem Mann oder mit meiner Frau oder mit meinen Kindern? Das ist natürlich richtig. Das ist auch ein großes Problem, das die Menschen in der Matrix haben. Und warum sie dann auch manchmal oder oft dazu neigen, doch wieder nach dem Tod ins Licht zu gehen, weil sie eben denken, ja, mein Papa ist ja noch da unten und meine Mutter und meine Kinder und mein Freund und so weiter. Und dadurch entsteht natürlich dieser ewige Kreislauf, ne? Dass man immer wieder zurück in die Matrix geht, weil man weiß, die Angehörigen sind auch da. Und die Matrix zu verlassen ist darum primär auch, würde ich sagen, höchstens etwas für die Menschen, die eben in der Lage sind, sich innerhalb der physischen Realität von diesen Bindungen zu befreien. Ja. Sieht man seine Freunde und Familie überhaupt im freien Universum, beziehungsweise gibt es ein freies Universum, wo es nur eine Realität gibt, sprich meine Freunde und ich erleben dasselbe, oder ist es so, dass sich jeder sein eigenes Universum schafft? Naja, wenn sie irgendwann alle raus sind, dann trefft ihr euch sicher wieder. Ja klar, also das freie Universum ist ja eine Gemeinschaftsproduktion aller Seelen, könnte man sagen. Genau. Und die hat genauso eine objektive Realität wie die Erde. Da kannst du dich auch mit deinem Freund treffen und mit dem Essen gehen und er wird dir das Gleiche sagen, ne? Dass er mit dir essen war. Und im freien Universum ist es auch so, da könnt ihr euch alle wieder treffen, auf jeden Fall. Und sobald sie es geschafft haben. Sobald die natürlich auch rausgekommen sind. Ja. Aber da drüben spielt Zeit nicht so eine große Rolle. Außerdem, wenn ihr so weit seid, dass ihr wirklich ins freie Universum kommt, denkt ihr nicht darüber nach, oh, kommen meine Freunde jetzt auch, weil ihr euch dann so weit gelöst habt von allem, dass euch das nicht wichtig ist. Und
wenn es 1.000.000 Jahre noch dauert, wird euch das nicht vorkommen wie 1.000.000 Jahre, weil Zeit da irgendwie total relativ ist und es ist da alles einfach anders. Also macht euch keine Gedanken darum. Wenn ihr raus wollt, geht raus, aber schert euch nicht um... Also, was heißt aber? Also kümmert euch bitte schon um eure Lieben, wie auch immer, aber nicht um ihren Aufstieg, das könnt ihr nicht. Das muss jeder in eigener Verantwortung entscheiden, aufzusteigen bzw. die Matrix zu verlassen auf einen der 3 von uns genannten Wege. Genau. Wenn man durch das schwarze Portal geht, also der Lichtfalle entweicht, dann kann man mit seinem Seelenanteil oder soweit man eben gekommen ist in der Inkarnation mit so vielen Seelenanteilen raus aus der Erdmatrix. Bei beiden Varianten ist man dann danach erstmal in der multidimensionalen Matrix, oder? Nee, also die multidimensionale Matrix sind ja die Astralebenen und die sind schon innerhalb der Matrix, also außerhalb des freien Universums, sag ich mal. Ja, nicht außerhalb des freien Universums. Also, naja, also es ist nicht im freien Universum. So. Ja, die multidimensionale Matrix ist eben die Erdmatrix und mit 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D und was weiß ich, wie weit das noch geht. Also alles, was noch manipuliert ist. Ne? Ja, ganz genau. Alles, was eben zu diesen ganzen Dimensionsebenen gehört, darum ja auch multidimensional. Ne? Und das freie Universum ist auch außerhalb davon. Ja. Sozusagen kann man das sagen. Sozusagen kann man das sagen, wenn man das sagt. Man kann das nicht immer alles so perfekt in Worte packen, aber wir können hoffen, dass ihr es versteht. Im freien Universum ist man sein wahres Selbst und ist sozusagen bei der Quelle, Schöpfer. Man ist sozusagen wieder vereinigt mit dem Schöpfer und der Quelle. Nein, also man ist schon wieder sein wahres Selbst, aber bis zur Vereinigung mit der Quelle, wenn man das dann da überhaupt möchte, braucht es schon noch eine starke Entwicklung, also eine Rückentwicklung zur Quelle eigentlich. Also das dauert noch. Also man ist nicht gleich wieder vereint mit der Quelle, aber man fühlt sich ihr sehr nah. Da oben fühlt man schon die Einheit. Ja, man kann sogar zur Quelle hingehen und sagen, hi, wie sieht's aus? Alles fit im Schritt? Also das geht schon, aber man geht da nicht da unbedingt dann wieder rein oder man will sich da nicht irgendwie mit verschmelzen oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die ganzen Seelen, die dort im freien Universum herumsausen, die wollen ja spielen. Ne? Die wollen den ganzen Tag spielen. Und das Gebiet ist ja da so gigantisch groß, da ist eben ein gigantischer Spielplatz. Ne? Also es gibt mit Sicherheit welche, die das wollen und sich dahin zurückentwickeln, aber ich würde sagen, die Mehrzahl spielt, wie du sagst. Genau. Aus dem Buch Alien Interview, dieses Wesen war dann wahrscheinlich im multidimensionalen Universum zu Hause, oder? Also im freien Universum war es zu Hause. Genau. Ja. Und noch was, das freie Universum ist in dem Sinne dann die freie Matrix, oder? Ja, kann man so sagen. Also Bezeichnung hin oder her, bezeichnet man, wie man es mag. Also. Ja. Also freies Universum, so, ne? Matrix, so. Genau, etwa kann man sich das vorstellen. Multidimensionale Matrix, so. Genau. So vielleicht, ja. Und wenn man die Erdmatrix, also das ist die Art Gefängnis, verlässt, dann kommt man eben in die freie Matrix. Ja. So ist es. Auch wenn wir im freien Universum wären, dann liegen wir ja auch noch im Ei. Nee. Nein. Und wenn wir aus dem Ei erwachen, sind wir die Gesamtheit des Selbstes wieder und dann auch bei der Quelle wieder zu Hause. Also wir sind dann die Gesamtheit des Selbstes und du bist natürlich immer an die Quelle angeschlossen, aber wie wir eben bei der Frage davor schon gesagt haben, du bist dann nicht gleich wieder mit der Urquelle vereint. Du spürst die Einheit, aber du spielst dann. Du bist nicht zurück. Es sei denn, du möchtest unbedingt, da wird bestimmt auch Wege geben. Sicher. Ja, das waren dann erstmal alle Fragen. Oh, schon fertig? Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja, und für das nächste Video haben wir ja schon was auf dem Tisch aufgebaut. Vielleicht so ein kleiner Hint. Ne? Genau, unterstützt uns, gebt uns ein Like, geht auf unsere Webseite. Ja, und abonniert uns fleißig. Ne?
Macht's gut. Ciao. Ciao.